Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einem stillen Hochplateau, umgeben von nichts als weißen, spiegelnden Weiten, in denen Himmel und Erde zu verschwimmen scheinen. Oder Sie lauschen dem Donner eines Wasserfalls, der mit solcher Wucht in die Tiefe stürzt, dass der Boden unter Ihren Füßen vibriert. Oder Sie sehen zum ersten Mal das Polarlicht. Ein flackerndes grünes Leuchten, das über den Nachthimmel tanzt, still, magisch, vollkommen surreal. Unsere Erde ist ein Meisterwerk, eine Bühne voller Naturwunder, die kein Mensch je hätte erfinden können. In diesem Video nehmen wir Sie mit auf eine Reise zu den 10 spektakulärsten Naturwundern der Welt. Kein Touristenführer, kein Countdown wie jeder andere, sondern eine Hommage an die Kraft, Schönheit und Vielfalt unseres Planeten. Vom größten Regenwald der Erde bis zum höchsten Gipfel. Von farbigen Felslandschaften in der Wüste bis zu lebendigen Welten unter der Wasseroberfläche. Jedes dieser Wunder ist einzigartig. Jedes erzählt seine eigene Geschichte. Und jedes verändert den Blick auf das, was wir Natur nennen. Einige dieser Orte wirken wie aus einem anderen Universum. Andere liegen näher, als Sie denken. Und doch haben die meisten sie noch nie wirklich gesehen. Lehnen Sie sich zurück. Öffnen Sie Ihre Augen und Ihre Vorstellungskraft. Denn was Sie gleich sehen werden, könnte Ihr nächstes großes Reiseziel werden. Oder ein Wunder, das für immer in Ihrem Kopf bleibt. Und glauben Sie uns, Platz Nummer 1 wird Sie überraschen. Es geschah im Jahr 1943. Ein Bauer arbeitet gerade auf seinem Feld und plötzlich beginnt die Erde unter seinen Füßen zu beben. Risse öffnen sich im Boden, Rauch steigt auf und nur wenige Tage später erhebt sich aus dem Nichts ein Vulkan. Das ist keine Legende. Es ist die wahre Geschichte des Parikutin, des einzigen Vulkans, dessen Geburt der Mensch mit eigenen Augen miterlebt hat. In nur wenigen Wochen wuchs der Kegel aus Asche und Lava in die Höhe. Häuser wurden verschüttet, Dörfer evakuiert. Und doch war da auch Staunen über die rohe Kraft der Erde, über die Entstehung von Landschaft in Echtzeit. Heute erhebt sich Parikutin etwa 400 Meter über die Umgebung. Schwarz, schroff, still. Ein Mahnmal und ein Wunder zugleich. Wer den Krater erklimmt, läuft über erkaltete Lavafelder, durch verlassene Landschaften, vorbei an Ruinen einer Kirche, die zur Hälfte von Asche verschluckt wurde und heute wie ein Denkmal aus einer anderen Welt wirkt. Der Weg ist staubig, einsam, aber voller Kraft. Denn hier spürt man etwas, das man an keinem anderen Ort so intensiv fühlt: den Herzschlag des Planeten. Parikutin ist kein Postkartenmotiv. Er ist ein Zeugnis für die Macht der Natur und dafür, dass sich unsere Erde jeden Moment neu formen kann. Nebel liegt über dem Wasser, leicht, fast wie Seide. Und dann, langsam, fast lautlos, schiebt sich ein Boot durch die Stille. Ringsum ragen riesige Felsen aus dem Meer, wie aus einem versunkenen Traum. Die Halong-Bucht im Norden Vietnams ist kein Ort, den man einfach besichtigt. Sie ist ein Gefühl, ein Schweben zwischen Himmel, Wasser und Stein. Mehr als 1500 Kalksteininseln, grün, felsig, zerklüftet, steigen hier aus dem smaragdgrünen Meer. Jede hat ihre eigene Form, ihre eigene Geschichte. Viele sind unbewohnt. Manche beherbergen Höhlen, Tempel, geheime Strände oder schwimmende Fischerdörfer. Die Legende erzählt, dass einst ein Drache vom Himmel herabstieg, um Vietnam vor Invasoren zu schützen. Er spie Juwelen ins Meer und diese wurden zu den Inseln der Halong-Bucht. Halong, das bedeutet Bucht des herabsteigenden Drachen. Und genau so fühlt es sich auch an, wie ein Ort zwischen Mythos und Wirklichkeit. Am besten erkundet man die Bucht mit einer traditionellen Dschunke, gleitet langsam übers Wasser, lauscht dem leisen Plätschern, spürt den Wind auf der Haut. Wenn am Abend die Sonne untergeht und die Felsen in goldenes Licht taucht, entsteht eine Atmosphäre,
die man nicht beschreiben kann, nur erleben. Halong ist still, aber ihre Stille spricht. Und wer ihr zuhört, nimmt etwas mit nach Hause, das bleibt. Es gibt Orte, an denen verschwimmen die Grenzen zwischen Himmel und Erde, wo man nicht mehr weiß, gehe ich noch oder schwebe ich schon? Salar de Uyuni, der größte Salzsee der Welt. Mehr als 10.000 Quadratkilometer weiße Fläche. Kein Baum, kein Gebäude, kein Horizont, nur Licht, Luft und eine Fläche, die wirkt, als hätte jemand den Ozean eingefroren und in Salz verwandelt. Wenn es trocken ist, gleicht der Boden einem gigantischen Mosaik aus Sechsecken. Kantig, kristallin, unendlich. Doch nach einem Regen verwandelt sich Salar de Uyuni in den größten Spiegel der Welt. Der Himmel reflektiert sich auf der Oberfläche, Wolken ziehen doppelt vorbei und selbst Berge scheinen zu schweben. Es ist, als würde man durch ein Gemälde laufen, nur dass es real ist. Hier erlebt man Stille in ihrer reinsten Form. Kein Wind, kein Laut, nur das eigene Atmen und das Knirschen der Schritte auf Salz. Doch dieser Ort ist nicht nur schön, er ist auch kostbar. Tief unter der Oberfläche lagern riesige Lithiumreserven, ein Schatz der Zukunft inmitten einer Landschaft wie aus der Zeit gefallen. Salar de Uyuni ist schwer zu erreichen. Es gibt keine Schnellstraße dorthin. Aber wer kommt, wird belohnt mit einem Gefühl von Ewigkeit. Ein Ort, der wirkt wie von einem anderen Planeten und uns doch zeigt, wie einzigartig unsere eigene Erde ist. Es gibt Orte, die nicht einfach schön sind, sondern geradezu unwirklich. Der Antelope Canyon im Norden Arizonas ist einer davon. Versteckt im trockenen Land der Navajo-Nation liegt diese enge Felsschlucht wie ein geheimer Durchgang zu einer anderen Welt. Über Jahrtausende hat Wasser den roten Sandstein geformt, nicht mit Gewalt, sondern mit Geduld. Jede Kurve, jede Welle in der Wand ist das Ergebnis von Zeit und Licht. Denn was den Antelope Canyon so einzigartig macht, ist nicht nur die Form, sondern das, was darin geschieht, wenn Sonnenstrahlen durch die schmalen Öffnungen fallen. Dann verwandelt sich die Schlucht in ein lebendiges Kunstwerk. Die Wände leuchten in Orange, Rosa, Violett. Staub tanzt im Licht, als würde die Luft selbst fließen. Es gibt 2 Abschnitte, den oberen Canyon, breiter, heller, berühmter, und den unteren, enger, wilder, stiller. Beide sind auf ihre Weise magisch. Hier spricht niemand laut. Die Stille hat Gewicht. Man spürt, dass dieser Ort heilig ist. Für die Navajo, für die Natur, für alle, die ihn mit eigenen Augen sehen. Nur mit einem Guide darf man eintreten. Nicht aus touristischem Kalkül, sondern aus Respekt. Denn der Canyon ist nicht nur ein Fotomotiv. Er ist lebendig. Er atmet mit dem Licht. Und wer einmal durch seine engen Gänge gewandert ist, nimmt mehr mit als Bilder. Man nimmt ein Gefühl mit, als hätte man etwas gesehen, das man eigentlich nicht sehen dürfte. Es beginnt oft ganz leise. Ein grüner Schimmer am Horizont, kaum sichtbar, wie ein Schleier aus Licht, der sich langsam hebt. Und dann, ganz plötzlich, tanzt der Himmel. Aurora Borealis, das Nordlicht. Ein Naturwunder, das sich nicht berühren lässt und gerade deshalb tief berührt. Entstehen tut es dort, wo Sonnenwinde auf das Magnetfeld der Erde treffen. Ein physikalisches Phänomen, ja, aber es fühlt sich an wie Magie. Die Farben verändern sich, grün, violett, manchmal sogar rot oder blau. Sie fließen, sie zucken, sie bilden Bögen, Vorhänge, Spiralen. Und alles passiert lautlos. Man steht einfach nur da, mit offenem Mund und einem Gefühl, als würde die Natur ein Geheimnis mit einem teilen. Die besten Chancen, das Nordlicht zu sehen, hat man in den Wintermonaten in Regionen nahe des Polarkreises, Norwegen, Schweden, Finnland, Island, Kanada oder Alaska.
Doch selbst dort braucht es Glück. Klare Nächte, keine Wolken und Geduld. Viele reisen jahrelang in der Hoffnung, diesen Moment zu erleben. Und wenn er kommt, vergisst man ihn nie wieder. Es ist ein Licht, das nicht wärmt. Und trotzdem geht etwas in einem auf. Aurora Borealis ist kein Ort auf der Landkarte. Es ist ein Schauspiel am Himmel, vergänglich, flüchtig und gerade deshalb eines der größten Wunder unserer Welt. Manche Orte sieht man nie mit eigenen Augen. Und doch kennt sie jeder. Der Mount Everest, das Dach der Welt, 8.848 Meter hoch. Ein Ort, an dem die Luft dünn wird und das Leben langsamer. Für viele ist er das ultimative Ziel, ein Symbol für Grenzen und ihren Versuch, sie zu überwinden. Doch der Everest ist nicht nur ein Berg, er ist ein Monument, entstanden aus tektonischen Kräften, die über Jahrmillionen Kontinente verschoben haben. Sein Gipfel liegt höher als jede Wolke. Und wer ihn erreichen will, muss alles geben, körperlich, mental. Manche zahlen den höchsten Preis. Trotzdem zieht er Menschen an, Jahr für Jahr. Nicht nur Bergsteiger, auch Pilger, Reisende, Suchende. Denn am Fuße des Everest liegt nicht nur Schnee, sondern auch Stille. Tempel, Gebetsfahnen, Wind, der Geschichten erzählt. Die Sherpa nennen ihn Chomolungma, Göttin, Mutter der Erde. Und wer je vor ihm stand, weiß, dass dieser Name passt. Man muss ihn nicht erklimmen, um seine Wirkung zu spüren. Oft genügt ein Blick auf diese gewaltige Präsenz, die sich nicht bewegt. Und doch alles verändert. Mount Everest ist ein Ort der Extreme. Kalt, hart, aber auch rein. Und ehrlich. Ein Platz in den Top 5, weil er uns zeigt, wie klein wir sind und wie groß unser Wille sein kann. Man hört sie lange bevor man sie sieht. Ein tiefes, gleichmäßiges Grollen, wie ein ferner Donner, der nicht endet. Und dann steht man da, an der Kante eines Naturwunders, das so mächtig ist, dass selbst der Boden unter den Füßen vibriert. Die Victoria-Fälle. An der Grenze zwischen Sambia und Simbabwe stürzt der Sambesi-Fluss über eine Breite von fast 2 Kilometern in eine über 100 Meter tiefe Schlucht. Die Einheimischen nennen sie Mosi Oa-Tunya, der Rauch, der donnert. Und genau das ist es. Wasser, das fällt in Massen, in Wucht, in endloser Bewegung. Aufsteigender Sprühnebel, der bis zu 40 Meter hoch in den Himmel steigt. Wenn das Sonnenlicht auf diesen Nebel trifft, entstehen Regenbögen, manchmal doppelt, manchmal fast kreisrund. Ein Spiel aus Licht und Kraft. In der Regenzeit donnern bis zu 500 Millionen Liter Wasser pro Minute in die Tiefe. Ein Naturereignis, das so laut, so gewaltig, so präsent ist, dass man daneben ganz still wird. Und dann gibt es da diesen Ort, direkt am Rand des Abgrunds, Devil's Pool. Ein natürlicher Beckenrand, in dem man schwimmen kann, mit freiem Blick in den tosenden Fall. Ein Nervenkitzel, den man nie vergisst. Die Victoria-Fälle gehören nicht nur zu den größten Wasserfällen der Erde. Sie sind vielleicht die dramatischsten. Ein Ort, an dem man die rohe Energie unseres Planeten spürt und sich gleichzeitig lebendiger fühlt als je zuvor. Tausende Kilometer Korallen, Millionen Fische, Farben, die man nie zuvor gesehen hat. Willkommen im Great Barrier Reef, dem größten Korallenriff der Erde. Ein Naturwunder, das so riesig ist, dass man es aus dem All sehen kann. Über 2300 Kilometer lang zieht sich dieses lebendige Ökosystem entlang der Nordostküste Australiens. Ein Mosaik aus über 2900 einzelnen Riffen, hunderten Inseln und unzähligen Lagunen, Sandbänken, Atollen. Hier lebt das Leben in seiner schönsten, zerbrechlichsten Form. Clownfische, Schildkröten, Riffhaie, Seeanemonen, Seesterne, Mantarochen.
Es ist, als würde man in ein Aquarium steigen, das niemand je bauen könnte. Doch das Riff ist mehr als nur spektakulär. Es ist ein eigenes Universum. Ein komplexes Zusammenspiel aus Licht, Strömung, Temperatur, Salzwasser und Zeit. Und es ist in Gefahr. Der Klimawandel, steigende Wassertemperaturen, Verschmutzung. Sie bedrohen dieses fragile Wunder. Schon heute sind große Teile des Riffs ausgebleicht. Und doch gibt es Hoffnung. Taucher, Forscher, indigene Gemeinschaften. Sie alle kämpfen für den Erhalt dieses Schatzes. Denn wer einmal dort getaucht ist, wer einmal zwischen schillernden Korallen geschwebt ist, weiß, das Great Barrier Reef ist nicht nur ein Ort. Es ist ein Wunder, das atmet, wächst, lebt. Und genau deshalb verdient es seinen Platz in den Top 3, weil es uns zeigt, wie zerbrechlich und gleichzeitig kraftvoll Natur sein kann. Nichts bereitet einen wirklich darauf vor. Kein Foto, kein Film, keine Beschreibung. Und dann steht man plötzlich da, am Rand einer Schlucht, so gewaltig, dass der Horizont verschwimmt. Der Grand Canyon, fast 500 Kilometer lang, über 1,5 Kilometer tief, geformt durch Millionen Jahre Wind, Wasser, Zeit. Der Colorado River hat hier eine Landschaft erschaffen, die wirkt, als hätte die Erde selbst versucht, ein Kunstwerk zu formen. Die Farben verändern sich ständig. Morgens schimmert alles in Rosa und Gold. Mittags glüht das Gestein in Orange und Rot. Und abends, wenn die Sonne langsam verschwindet, senkt sich violette Stille über die Schlucht. Es gibt Aussichtspunkte, die den Atem rauben, Pfadwege, die steil hinabführen und Momente, in denen man nur dasteht und denkt, das ist zu groß, um es zu fassen. Doch der Grand Canyon ist mehr als nur Geologie. Er ist ein Ort der Ehrfurcht, ein Ort der Stille. Viele indigene Völker betrachten ihn als heilig und wer einmal dort war, versteht warum. Es ist ein Ort, an dem die Zeit anders vergeht, langsamer, tiefer. Man kommt nicht hierher, um etwas zu tun. Man kommt, um etwas zu spüren. Platz 2, Strich, weil der Grand Canyon nicht einfach ein Naturwunder ist, sondern ein Ort, der die eigene Perspektive verändert. Platz 1. Nicht spektakulär im klassischen Sinn, kein Geysir, kein Gipfel, kein Wasserfall, sondern etwas Größeres, größer als jedes Bauwerk, größer als jedes Land, größer als unser Verständnis, der Amazonas-Regenwald, ein grünes, lebendiges Wunder, über 5 Millionen Quadratkilometer Natur. Ein Ökosystem, das sich durch 9 Länder zieht, doch nicht einem einzigen gehört. Hier leben mehr Tier- und Pflanzenarten als irgendwo sonst auf der Welt und viele davon kennen wir noch nicht einmal. Zwischen mächtigen Baumriesen, schlängelnden Flüssen und Nebel, der wie Atem in der Luft hängt, verstecken sich Jaguare, Faultiere, bunte Frösche, Papageien, Anacondas. Und der vielleicht größte Schatz, das Gleichgewicht der Erde. Denn der Amazonas ist mehr als ein Wald. Er ist eine Klimamaschine, eine gigantische Lunge unseres Planeten. Er produziert Sauerstoff, speichert Kohlendioxid, reguliert Niederschlag, Temperatur, Leben. Und doch brennt er, wird gerodet, zerstört, stückweise vernichtet. Aber solange er existiert, gibt es Hoffnung. Wer je in einem Boot über den Amazonas gleitet, umgeben von dichter Vegetation mit Geräuschen, die aus einer anderen Welt zu kommen scheinen, der spürt, hier ist die Erde, wie sie einmal war. Wild, ungezähmt, wunderbar. Der Amazonas ist kein Reiseziel. Er ist eine Verantwortung, ein Erbe. Und deshalb unser Platz, eins der größten Naturwunder der Welt. 10 Wunder. 10 Orte, die zeigen, wie außergewöhnlich unsere Erde wirklich ist. Manche gewaltig, andere leise. Alle unvergesslich. Diese Reise durch Vulkane, Ozeane, Schluchten und Himmel ist mehr als nur ein Ranking. Sie ist eine Erinnerung daran, wie schön, verletzlich
und wertvoll Natur sein kann. Welcher dieser Orte hat Sie am meisten berührt? Und welches Naturwunder fehlt Ihrer Meinung nach in dieser Liste? Teilen Sie es mit uns in den Kommentaren. Wir sind gespannt. Wenn Sie mit uns weiter die Welt entdecken möchten, dann abonnieren Sie Weltwunderreise und begleiten Sie uns beim nächsten Abenteuer. Denn eines ist sicher: Die Wunder dieser Erde sind noch lange nicht zu Ende. Bis bald!